Hallo, hier ist der Kai von Ich in mein Kron. Du siehst vielleicht die Achterbahn im Hintergrund. Wir stehen vor dem geschlossenen Moviepark Germany in Bottrop und ja, der ist geschlossen gerade, weil es ist Off-Season. Die Freizeitparks haben fast alle zu und wir haben so eine kleine Tradition, dass wir im Januar, Februar, jetzt gerade ist Februar, einmal dann hinter diesem Freizeitpark herwandern. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier, weil es mitten auf dem Feld ist, theoretisch. Und nebenan, das haben wir gerade gesehen, da ist Schloss Beck und wir haben gerade überraschend festgestellt, dass dort offensichtlich so ein Wintermarkt ist. Da haben wir gedacht, also das ist wohl dieses Wochenende. Und ich habe mich gar nicht richtig spoilern lassen, aber wir haben gedacht, wir binden das mal in unsere Route hier ein. Und jetzt werden wir ein bisschen spazieren gehen, einfach ein bisschen locker und werden mal schauen, was wir alles so sehen. Vielleicht auch vom Freizeitpark sehen. Und es ist so ein bisschen wie Lost Place. Das ist schon, normalerweise ist das hier nicht so ruhig. Viel Spaß. Im Sommer komme ich hierher für das Adrenalin. Ganz bewusst. Achterbahn, Lärm, Menschen, volles Programm. Im Winter suche ich eher das Gegenteil. Ruhe, Weite, Abstand. Bei mir sein statt mittendrin. Menschenmassen meide ich dann eigentlich bewusst. Nicht aus Angst, sondern aus Selbstführung. Ich bin gerne dann mit dem Fokus bei mir. Das mag ich, das mag mein Körper, das mag mein Kron. Was ich hier aber noch nicht weiß, gleich stehe ich genau dort, wo ich im Winter eigentlich nicht stehen möchte. Es ist schon mega idyllisch, hier so zu stehen und das zu sehen. Und normalerweise ist hier richtig was los. Ja. Zuletzt bin ich mit meinem Patenkind das Ding hier ungefähr 10-mal gefahren, Bennett. Jetzt stehe ich davor. Es ist eigentlich auch mal schön, einfach nur davor zu stehen. Ich habe vorhin schon gesagt, es fühlt sich hier ein bisschen an wie Frühling. Es ist tatsächlich noch Anfang Februar, aber es tut so gut. Und hier hinter diesem Park ist es auch einfach wirklich sehr, sehr schön. Du hast hier das weitläufige Feld dahinter. Du kannst hier richtig schön laufen. Das tut sehr gut. Man vergisst sehr schnell, wie gut frische Luft dem Körper eigentlich tut. Keine Musik aus Lautsprechern, kein Gedränge, nur Schritte zwischen den Blättern. Bei solchen Spaziergängen merke ich, wie mein Stress langsam nachlässt. Der Kopf wird ruhiger, das Nervensystem entspannt. Ich habe Raum für Gedanken, für neue Ideen. Der Körper muss hier nichts leisten, er darf hier nämlich einfach mitgehen. Und selbst der Toilettendrang durch meinen Morbus Crohn, der wird ruhiger, weil von außen kein Stressreiz kommt. Hier darf mein System wieder ins Gleichgewicht finden, in seinem Tempo. So, wir sind jetzt einmal halb rum, also hinten rum quasi. Und wir gehen jetzt zu Schloss Beck. Das ist quasi darüber, einmal über den Parkplatz und dann gucken wir mal. Hier sieht schon ein bisschen voll aus. Ich hoffe, es ist nicht zu voll, weil dann werden wir wieder gehen. Aber wir gucken uns das mal an. Wir geben dir mal eine Chance. Man kommt leider hier nicht weiter. In dem Bereich, wo die Attraktionen stehen, da darf man leider nicht durch. Man sieht auch leider von hier aus jetzt nicht die Marienkäferbahn. Da vorne kann man sie ein bisschen erahnen zwischen den Bäumen, aber ich kann mal versuchen, da rein zu zoomen. Da sieht man so die roten Waggons. Das ist meine erste Achterbahn, die ich gefahren bin. Es ist schön hier, nur voll.
Ihr kennt ja inzwischen meinen Kanal hier mit Toiletten-TV und so. Ja, hier. Sehr sauber, wird die ganze Zeit gewischt und sauber gemacht. Super, kostenlos. Hier ist auch der Eintritt heute übrigens kostenlos. Sehr genial. Ich habe sie gefunden. Da ist sie. So, meine Erbsensuppe hier gegönnt. Das war das Einzige, wo keine lange Schlange war. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Wir werden es sehen. Aber ich werde in diesem Video noch berichten, wahrscheinlich. Ja, gut. Und es sieht hier, wenn man jetzt mal hier so hoch... es wird langsam dunkel und die Lichter sind an. Das wird schön. Erstmal essen, dann gehen wir hier nochmal rum. So, die Erbsensuppe hat übrigens 4,50 Euro gekostet. War richtig, richtig lecker jetzt. Hat auch ein bisschen belebt, muss ich sagen. Und wir sitzen immer noch draußen. Es ist Anfang Februar. Es ist schon krass irgendwie. Das Ganze hier ist Premiere. Es ist der erste Tag. Wintermarkt nennt sich das. Ist wie Weihnachtsmarkt, nur jetzt im Februar. Es ist ein schönes Konzept. Du kannst hier selbstgestrickte oder selbstgemachte Taschen kaufen. Du kannst hier Mittelalter-Glühwein dir holen und so. Es ist richtig nett gemacht. Der Eintritt hier ist gratis. Ich habe mal gelernt, gratis ist besser als kostenlos. Und du kommst natürlich nicht dahin, wo die ganzen Attraktionen sind. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Angebot hier auf jeden Fall. Toiletten sind auch da. Da kannst du auch drauf. Das ist also für mich hier gerade das Beste. Und das Schönste ist, du kannst dich so ein bisschen, das ist für mich immer wichtig, dich abseits setzen. Das haben wir jetzt hier gemacht mit dem Essen. Und kannst dann einfach so ein bisschen in Ruhe sein. Ich gucke gerade auf so einen ganzen Pulk voll Menschen. Ich gehe davon aus, das gibt es jetzt die nächsten Jahre öfters. Und ich glaube, wir kommen auf jeden Fall nochmal hier hin. Das ist sehr schön. Heute hat man wieder gesehen, wie schnell sich Situationen verändern können. Gerade noch Ruhe, ein paar Schritte später Menschen, Geräusche und diese Enge. So ist das Leben. Entscheidend ist nicht, das zu vermeiden, sondern zu wissen, wie man damit umgeht. Nur Ruhe ist nicht gesund, nur Trubel aber auch nicht. Beides gehört zusammen, in einem Maß, das der Körper ertragen kann. Ich werde auch weiterhin hier meine Achterbahn fahren, aber bewusst dosiert. Ich achte darauf, wenn es mir zu viel wird. Und genau das spürt mein Körper an diesem Abend hier, der mir trotzdem sehr gut getan hat. Die Kamera erkennt kaum noch mein Gesicht hier. Es ist schlagartig dunkel geworden. Es war sehr, sehr schön. Und dafür, dass ich gar keine Erwartungen hatte und gar nicht wirklich wusste, dass das stattfindet, war das sehr, sehr schön. Für Menschen mit chronisch entzündlicher Darmerkrankung ist es ja immer so eine Herausforderung, das Haus zu verlassen, in Menschenmassen zu gehen, je nachdem, in welcher Phase man sich mit seiner Krankheit befindet. Das ist hier einfach sehr locker gewesen heute und du siehst, du kannst überall auf Toilette gehen und man muss ja auch nicht unbedingt was essen, wenn man nicht weiß, ob man es verträgt. Dementsprechend bin ich heute froh, dass es funktioniert hat, dass die Tagesform auch da ist. Das Ganze ist immer tagesformabhängig, aber ich möchte auch ganz gerne immer mit diesen Videos hier so ein bisschen zeigen, probier's, schau, wie es dir geht. Du kannst ja jederzeit abbrechen. So, wir sind gerade auf dem Weg zum Auto. Ich sehe es schon, es steht auch noch da, wo wir es geparkt haben. Das ist sehr schön. Ich hoffe, es hat dir gefallen hier. Wir sehen uns recht bald wieder durch um ein Kron und bis zum nächsten Mal. Bist und bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Oh, hier ist Licht. Mach's gut. Tschüss, dein Kai.